So on a short retreat like this, An einem kurzen Einkehrwochenende wie diesem there's hardly time to really change gears and enter into another speed, another way of living. Also da ist kaum Zeit, den Gang zu wechseln in eine andere Geschwindigkeit, in eine andere Lebensform. It's still, I hope, useful and valuable, but it's very short. Es ist trotzdem hoffentlich nützlich und wertvoll, aber es ist eher kurz. But if you had the time and the interest in a longer and a deeper experience of silence, Aber wenn Sie die Zeit und auch das Interesse haben für eine tiefere und längere Erfahrung von Schweigen, we have another kind of retreat. We call it the School of Meditation retreat. wir haben noch eine andere Einkehrwoche von der Schule, von der Meditationsschule. And it's 6 or 7 days Es ist 6 oder 7 Tage with complete silence. im vollständigen Schweigen. We have about 7 meditation periods a day Wir haben bis zu 7 Meditationsperioden jeden Tag with contemplative walking during the session, in between. auch mit kontemplativem Gehen zwischendurch. There's a short talk in the morning, just maybe 15-20 minutes. Es gibt einen kurzen Impulsvortrag am Vormittag And each person on the retreat meets with one of the people leading the retreat every day for 15 minutes. und jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin hat ein Gespräch von 15 Minuten mit einem Betreuer oder einer Betreuerin. And then we have a contemplative, very silent Eucharist in the evening, or the late afternoon. Und dann haben wir eine Most sehr stille und kontemplative Eucharistiefeier am späten Nachmittag. And then for each meditation there are no readings and no words, we just ring the bell, meditate and ring the bell. Und für die Meditationen gibt es keine Lesungen und keine Gebete. Wir läuten einfach die Glocke und meditieren und dann läuten wir wieder die Glocke. So obviously it's for people who've already begun to meditate and want to go a little deeper. Und das ist also ganz klar für die Menschen, die angefangen haben zu meditieren und tiefer gehen wollen. And I find them very wonderful experiences myself. Und ich finde das eine wunderbare Erfahrung selbst. And it's quite amazing how people discover that after maybe 2 days or so, how the mind changes. Und es ist sehr erstaunlich, wie die Menschen nach ungefähr 2 Tagen feststellen, dass ihr Gemütszustand sich ändert. It becomes much calmer, much more clear, Wird viel ruhiger und klarer. and obviously there's work going on that the Spirit is doing. Und da ist natürlich ein Werk, das sich vollzieht, das Werk des Geistes. But there is a very, very great spirit of peace and clarity that we can find within ourselves, and it's not so difficult to find, you know. Und es ist ein ganz tiefer Frieden und eine tiefe Klarheit, die wir in uns finden können. Und es ist nicht so schwierig zu finden. We just have to give it a little time. Wir müssen nur genug Zeit geben. And then, of course, you a week later, you get to the airport and find your flight has been cancelled. Dann gehen wir eine Woche später zum Flughafen und finden heraus, dass unser Flug nicht stattfindet. But you can even take those difficulties of life in your stride and in a different way. Aber sogar diese schwierigen Dinge im Leben können wir gelassener hinnehmen.
So it's something maybe for some of you anyway to think about, and the next one is in October in Italy. Also vielleicht möchten manche von Ihnen darüber nachdenken. Die nächste Einkehrwoche ist im Oktober in Italien, in Fara Sabina. Fara Sabina. In Fara Sabina und to be found on the website. Yes. Wenn man auf WCCM.org schaut, kann man es finden, in Fara Sabina. Good. So, I was talking, let me just remind you again that what we're talking about in these sessions is spiritual friendship. Ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass wir hier in diesen Vorträgen über spirituelle Freundschaft nachdenken. Which is a level and a quality or a depth of friendship which is different from our usual experience of friendship. Das ist eine Qualität und eine Ebene der Freundschaft, die sich unterscheidet von den gewöhnlichen Formen der Freundschaft. This is the kind of friendship that Jesus is referring to when he calls us his friends. Das ist die Art von Freundschaft, auf die sich Jesus bezieht, wenn uns seine Freunde nennt. So he's not saying, I have you in my address book, and I'll see you sometime during the next year. Sagt nicht, ich habe euch in meinem Adressbuch und werde euch im nächsten Jahr irgendwann einmal sehen. So when I was talking this morning about this complete transparency that Jesus indicates, als ich also heute Morgen über diese vollständige Transparenz sprach, über die Jesus sich äußerte, as a characteristic of this friendship, this kind of relationship, als Charakteristik dieser Freundschaft oder dieser Art von Beziehung, then this complete sharing of everything he knows with us, holding nothing back. Dann ist dieses vollständige Teilen mit uns von allem, was hat und nichts zurückhalten. So this refers to this kind of relationship or this depth of friendship. Das weist uns hin auf diese Art von Beziehung oder diese Tiefe von Freundschaft. So it may not be appropriate or possible to achieve that in other kinds of relationship or other kinds of friendship. Es mag sich nicht anbieten und es auch nicht möglich sein, diese Tiefe zu erreichen in anderen Arten von Beziehungen. So I think we shouldn't feel guilty because by hearing those words, because we are aware that we haven't achieved that kind of transparency in innocence in all our relationships. Also wir sollten uns deswegen nicht schuldig fühlen, weil wir nicht diese Art von Durchsichtigkeit und Unschuld in allen unseren Beziehungen erreicht haben. And perhaps he's describing this transparency and total openness as the fruit rather than the means of developing spiritual friendship. Und vielleicht beschreibt Jesus diese Transparenz eher als die Frucht und nicht als das Mittel zu einer spirituellen Freundschaft. There are people who insist on total transparency on every issue, on every occasion, can be a pain in the neck. Menschen, die darauf bestehen, dass man in jeder Situation über jedes Thema vollständig transparent sein muss, die können einem ganz schön auf die Nerven gehen. Because there are other virtues such as prudence and discretion. Denn es gibt einfach auch andere Tugenden, so wie Vorsicht oder Diskretion. And if you I don't know, in your house, some madman entered your house or a terrorist invaded a school and said to you, where are the people hiding? Or are there other people here? You're not going to tell them, or you're going to say, no, there's no one else here. Wenn
ein Eindringling in unser Haus kommt oder gar ein Terrorist in eine Schule und fragt, wo haben sich die anderen Menschen versteckt, dann würde man das natürlich ihm nicht sagen, sondern man würde sagen, es ist niemand anderer hier. But there is a difference, of course, between prudence and discretion and hiding something because you're ashamed of it or because you're frightened to speak about it. Es gibt einen Unterschied zwischen Vorsicht und Diskretion einerseits und beschämt zu sein über etwas und etwas zurückhalten, weil wir Angst haben, darüber zu sprechen. And friendship, like all relationships and all living things, grows, develops. Freundschaft, so wie jede Beziehung und alles Lebendige, entwickelt sich und wächst. And in one sense, spiritual friendship is the survival of the fittest. Und in gewissem Sinn ist die spirituelle Freundschaft das Überleben der Stärksten. But in a way, it's the standard, it's the gold standard that reveals the real meaning of friendship, of true friendship at any level. Aber gewissermaßen ist es der goldene Standard, der die Bedeutung von Freundschaft auf jeder Ebene deutlich macht. So friendship in itself gives meaning and joy to life. Freundschaft in sich selbst gibt Bedeutung und Freude, Sinn und Freude für das Leben. And all friendships are special and unique. Jede Freundschaft ist besonders und einmalig. We can be friends with many people, Wir können befreundet sein mit vielen Menschen, but true friends or deep friends with a very few in our life. aber echte oder tiefe Freunde mit nur wenigen in unserem Leben. And we never know what particular friendship might at some point flower and grow into something deeper. Wir wissen nicht, welche Freundschaft zu welchem Zeitpunkt erblühen kann und in etwas Tieferes wachsen kann. But I think we can make a useful distinction between Facebook friends and real friends. Wir können vielleicht eine nützliche Unterscheidung treffen zwischen Freunden auf Facebook und auf echten Freunden. I think the peak of Facebook, people's interest in Facebook friends is quite, maybe 18 years old or 20 years old or something, maybe less. Der Höhepunkt der Faszination mit Facebook-Freundschaften ist erreicht, wenn man ungefähr 18 bis 20 Jahre alt ist. It's in early adolescence when we discover that we can make friends and we long to find a new friend or deeper friends. This is where we start the Facebook search. Wenn wir Jugendliche sind, dann entdecken wir, dass wir Freundschaften schließen können. Und dann sehnen wir uns danach, über Facebook Freundschaften zu knüpfen. And it's at that stage in our development that our relationship, our friendship with ourselves is going to become evident. Und auf dieser Stufe der Entwicklung wird auch unsere Beziehung zu uns selbst deutlich. Until then, it's friendship is, of course, at a very elementary stage. The little boy who goes up and says, will you be my friend? Ja. Dann ist also die Freundschaft auf einer sehr grundlegenden Stufe, so wie beim kleinen Jungen, der zum anderen hingeht und sagt, wirst du mein Freund sein. So this is a natural aspect of our psychological and physical development. Das ist also ein ganz natürlicher Aspekt unserer psychologischen und körperlichen Entwicklung. And Adam in the Garden of Eden reached this point in his evolution, which is when God said it is not good for Adam to be alone. Und schon Adam hat diese Stufe erreicht in der Evolution, als Gott ihn sah und sagte, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. And he
He gave him all sorts of options in the animal kingdom, but none of these satisfied his need for friendship. Und er gab ihm alle möglichen Optionen unter den Tieren, aber das hat alles seinem Bedürfnis nach Freundschaft nicht genügt. So God says, "It is not good for Adam to be alone. I shall make a partner suited to him." Und da sagte also Gott, es ist nicht gut für Adam allein zu sein, ich werde ihm eine Gefährtin machen, die zu ihm passt. And then finally, when the evolutionary computer dating produces Eve, Die evolutionäre Computer he says, "This is the one. Partnerschaft Eva This is, produziert, dann hat er gesagt, genau das ist es. this one at last is bone from my bone and flesh from my flesh." Die ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. But it's interesting that even Adam in the Garden of Eden has to go through this loneliness before he can find his need for friendship fulfilled. Und es ist interessant zu sehen, dass sogar Adam im Garten Eden durch eine Periode der Einsamkeit gehen musste, bevor er dieses Bedürfnis nach Freundschaft erleben konnte. We have to go through the pain of loneliness before we find friendship. Wir müssen durch den Schmerz der Einsamkeit gehen, bevor wir Freundschaft finden können. We have to experience separation before we can know union. Wir müssen Trennung erfahren, bevor wir Vereinigung kennenlernen können. At the Mass tonight, a significant symbol of the whole Mass is when we break the bread. In der Messe heute Abend, in der Eucharistiefeier, ist ein ganz bedeutendes Symbol der Moment, wo das Brot gebrochen wird. But it's this breaking of the bread that enables us to share in the one bread and experience communion. Es ist das Brechen des Brotes, das uns in die Lage versetzt, alle teilzuhaben an dem Brot und die Vereinigung mitzuerleben. And loneliness is painful. It always carries with it a certain kind of shame, ontological, existential shame. Einsamkeit ist also schmerzhaft und bringt immer so eine Art von existenziellem Scham mit sich. And it can produce deep mental suffering and mental illness, depression. Es kann auch zu Gemütskrankheiten und zu Depressionen führen. And our culture, our virtual reality culture, and especially we see these kind of consequences appearing among young people. Suggest how easy it is to get stuck in this phase of loneliness, separation, alienation. Und das, was wir besonders an Jugendlichen beobachten, zeigt uns, wie leicht es ist, stecken zu bleiben in dieser Periode von Einsamkeit und Entfremdung. And suicide is a growing problem in the whole of society, but particularly among young men, it is the principal cause of death under the age of 25. Und Selbsttötung ist ein wachsendes Problem in der ganzen Gesellschaft, aber vor allem bei jungen Männern unter 25 ist es die wichtigste Todesursache. I don't think frogs have this problem. Ich glaube aber nicht, dass Frösche dieses Problem haben. So they seem very sociable. Die scheinen sehr gemeinschaftlich zu sein. So the paradox is that
when we feel lonely, people tell us, get out, start going out more, go to parties, you know, I don't know, go to discos, join poetry clubs, you know. We think the solution to loneliness is simply to meet more people, do more things. Das Paradox besteht darin, dass wenn wir also einsam sind, dann sagt man uns, geh doch raus, geh auf Partys, geh in einen Club für Dichter oder was auch immer, nur damit wir mehr Menschen treffen und mehr Dinge tun. And if that doesn't work for someone, then depression is more likely to set in. Und wenn das für jemanden nicht erfolgreich ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass er in eine Depression kommt. The paradox is, of course, that the solution and the cure, the healing of loneliness is solitude. Das Paradoxe daran ist, dass die Heilung für Einsamkeit in der Abgeschiedenheit besteht. In order for Adam to meet his beloved, Eve, God put him into a deep sleep. Damit Adam seine Geliebte treffen konnte, hat Gott ihn in einen tiefen Schlaf versetzt. And the friend he needed emerged out of this deep state of consciousness. Und die Freundin, die er gebraucht hat, entstand aus diesem tiefen Zustand des Unbewussten. Solitude is not separation or the rejection of other people. Abgeschiedenheit oder Alleinsein ist nicht ein Abgetrenntsein oder ein Zurückweisen anderer Menschen. We have to make a distinction between psychological solitude and spiritual solitude. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen psychologischer Alleinsein und spiritueller Abgeschiedenheit. Some people need more time alone than others. Manche Menschen brauchen einfach mehr Zeit allein als andere. Even in marriage or in families, some members, some partners, some members of a family are naturally healthier and happier when they spend more time alone. Sogar in Ehe und Familie gibt es immer wieder Familienmitglieder, die froher sind und gesünder sind, wenn sie mehr Zeit alleine verbringen können. But a hermit, for example, might become a hermit because they just don't like living with other monks. Aber zum Beispiel ein Einsiedler könnte natürlich ein Einsiedler werden, weil er keine Lust hat, mit anderen Mönchen zusammenzuleben. But true solitude, spiritual solitude, is the discovery and the acceptance of your uniqueness. Aber echte Abgeschiedenheit, echtes Alleinsein ist die Entdeckung und das Annehmen unserer Einzigartigkeit. And this is what we discover in meditation. Und das entdecken wir in der Meditation. I cannot meditate for you, and you can't meditate for me. Ich kann nicht für euch meditieren und ihr könnt nicht für mich meditieren. I can't say, look, I'm really tired tonight. Would you say the mantra for me tonight? Ich kann nicht sagen, ich bin heute abends wirklich müde. Sag doch bitte das Mantra für mich. So this is a very solitary practice. Das ist also eine sehr abgeschiedene Übung, alleine. And yet, as we can see, it creates community. Und doch, wie wir sehen, schafft es Gemeinschaft. We like to meditate together. Wir meditieren gerne zusammen. Some people say they prefer to meditate alone. Some people say they prefer to meditate in a group. Manche Menschen sagen, sie meditieren lieber alleine, andere sagen, sie meditieren lieber in der Gruppe. But
whether you are alone or whether you are in a group, meditation is solitary. Aber ob wir jetzt alleine sind oder in einer Gruppe, ist Meditation immer in Abgeschiedenheit. But if it is truly solitary, it is also truly communal or relational. Aber wenn es wahrhaftig abgeschieden ist, ist es gleichzeitig auch in der Gemeinschaft und hat Beziehung zu anderen. Now, really finding and accepting your uniqueness can be a little frightening on occasion. Aber das Herausfinden und Annehmen unserer Einzigartigkeit kann manchmal beängstigend sein. Sometimes it's, not always, but sometimes people get a glimpse of this unique solitude and they get a shock because they suddenly see themselves alone in the universe. Manchmal bekommen Menschen eine Ahnung von dieser Einzigartigkeit und sie sind schockiert, weil sie erleben sich plötzlich als alleine im ganzen Universum. It was like that film, what was it called? When who's the actor? George Clooney was an astronaut. Do you remember? No? Didn't see it? What was it called? Relativity. Gravity. Yeah. Gravity. Das war wieder der Film Gravity mit George Clooney, der einen Astronaut gespielt hat. Anyway, he's outside the I forget what happens now. Outside the capsule, and then he to save his friend, I think he cuts himself loose and goes flying off into the outer space. Ist also außerhalb der Weltraumkapsel, um seinen Freund zu retten, und er trennt sich ab und fliegt in den leeren Raum. So it's quite a terrifying idea. Ist eine ziemlich beängstigende Idee. A little similar to the man who walked across the wire, the tightrope from between the between the Twin Towers in 1973 in New York, Philippe Petit. Das war so ähnlich wie der Mann, der sich auf einem Drahtseil zwischen den beiden Twin Towers in New York 1973 bewegte, in beiden Richtungen. So his intention was just to walk once from one to the other. But when he got to the other one, to the other side, he found the police waiting for him. Er wollte eigentlich nur eine Richtung gehen, aber als er zum zweiten Turm kam, sah er, dass die Polizei dort auf ihn wartete. So he turned back and went to the other one, but he found the police were there also. Und dann ist er also zurückgekehrt zum Ausgangsturm, aber er hat gefunden, dass die Polizei auch dort auf ihn wartete. So he was, I think, 38 minutes on this wire. Er hat also 38 Minuten auf diesem Drahtseil verbracht. And he was in ecstasy. Und er war in Ekstase. So at one point he actually lay down on the wire. First of all, he knelt down and then he just lay down flat on the wire. An einem gewissen Punkt hat er sich zuerst niedergekniet und hat sich dann flach hingelegt auf dem Drahtseil. And then eventually, of course, he came in and he had succeeded in his crazy work. Also mit der Zeit ist er wieder hineingekommen und hatte Erfolg mit seiner Verrücktheit. But he said a very interesting thing. When he put his foot on the wire, when he put his first foot, one foot on the wire, he felt absolute terror and horror. Und er sagte etwas Interessantes. Er sagte, wenn er seinen ersten Fuß auf das Seil setzt, dann spürte er einen absoluten Schrecken und Angst. When he put his other foot on the wire, he felt totally at peace. Und wenn er aber den zweiten Fuß auf das Seil setzte, dann fühlte er sich ganz friedlich. He was in total balance. Und er war ganz im Gleichgewicht. So, I think that may be a little metaphor for
the discovery of our solitude. Das könnte wie eine kleine Metapher sein für die Entdeckung unserer Abgeschiedenheit. At first it can be frightening, and of course most of us avoid it. Das mag zuerst beängstigend sein und deshalb schrecken die meisten von uns davor zurück. But once we have accepted it, we've accepted ourselves, then we're okay on the wire of life. We are at peace. Aber wenn wir es einmal angenommen haben, wenn wir uns selbst angenommen haben, dann sind wir okay auf dem Drahtseil des Lebens, dann sind wir im Frieden. So this discovery of our solitude and the acceptance of our solitude is what we mean by friendship with ourselves. Also die Entdeckung und das Annehmen unseres Alleinseins, unserer Einzigartigkeit, meinen wir, wenn wir über spirituelle Freundschaft mit uns selbst sprechen. Now, if you look at the great, well, anyone that we could call a saint, they are not saints because they are perfect people. Wenn wir an irgendwelche Menschen denken, die wir heilig nennen würden, dann würden wir sie nicht deswegen heilig nennen, weil sie fehlerlos sind. In fact, many of them are, not very imperfect people. Viele von ihnen waren vielmehr sehr unvollkommene Menschen. But their great characteristic is that common characteristic is that they have just found themselves. Aber ihre große Gemeinsamkeit ist, dass sie sich selbst gefunden haben. And they have, perhaps through suffering and loss or renunciation, become the unique person that God calls them to be. Und vielleicht sind sie gerade durch Schmerz und Verlust und Leid zu dieser einzigartigen Person geworden, zu der sie Gott berufen hat. So there's no CV for a saint. Es gibt also keinen Lebenslauf für einen Heiligen. No, on your CV you're not going to write down, I am a unique person. Unter dem Lebenslauf werden wir kaum schreiben, ich bin eine einzigartige Persönlichkeit. You say, I tick all these boxes which are socially acceptable and required boxes, and I'm the best of these. But I'm basically like everybody else, I'm just better than everybody else. Die Politik ist, dass wir alle diese Häkchen dort machen an allen Punkten, die akzeptabel sind sozial und sagen, ich bin genauso wie alle anderen, nur besser. So when life presents you, which it does from time to time, with the opportunity to be yourself uniquely, are you ready for it? Wenn also das Leben hin und wieder uns die Gelegenheit gibt, dass wir unsere Einzigartigkeit zeigen können, sind wir dazu auch bereit. And I think meditation helps you to be ready for those significant moments in life. Und ich denke aber, dass die Meditation euch helfen würde, für diese seltenen Augenblicke des Lebens bereit zu sein. And if you accept that uniqueness, und wenn Sie diese Einzigartigkeit annehmen, you won't get the usual kind of recognition or praise. Dann werden Sie nicht die gewöhnliche Anerkennung oder Lob erhalten. Because that's not what society specializes in. Denn das ist nicht, was das Anliegen der Gesellschaft ist. But you will, hopefully, you will find your capacity for meaningful work and meaningful friendships will be greatly, greatly enriched.
Aber sie werden herausfinden, dass ihre Kapazität für Freundschaft und für sinnvolle Beziehungen sehr bereichert wird. So being friends with oneself, getting to know ourselves at this deeper level, is the work of attention. We have to pay attention to our deeper selves. Also uns selbst auf dieser tiefen Ebene kennenzulernen, ist das Werk der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit. Wir müssen auf unsere tiefe Ebene achten. The problem is this does not mean thinking about yourself. Das bedeutet aber nicht, über uns selbst nachzudenken. In fact, quite the reverse. It means to stop thinking about yourself twice a day for 20 minutes. Ganz im Gegenteil bedeutet es, aufhören, über uns selbst nachzudenken, zweimal am Tag für mindestens 20 Minuten. Or even once a day for 1 minute. Oder wenigstens einmal am Tag für 1 Minute. Because it is this attention to our true self that releases our unique identity and our capacity for relationship. Denn nur wenn wir auf unser wahres Selbst achten, dann löst sich unsere Fähigkeit zur spirituellen Freundschaft. When our capacity for relationship deepens, so does the meaning of the work of our life, the work we are doing in our life. Wenn unsere Fähigkeit für Beziehungen sich vertieft, dann vertieft sich auch die Arbeit in unserem Leben. So the art of meditation is a paradox. Also ist die Kunst der Meditation ein Paradox. We have to take the attention off ourselves in order to pay attention to ourselves. Wir müssen die Aufmerksamkeit von uns selbst ablenken, um die Aufmerksamkeit auf uns selbst zu richten. But that's the heart of the gospel. If you want to find yourself, you must lose yourself. Das ist das Herz des Evangeliums. Wer sich selbst finden will, muss sich selbst verleugnen. The only difference is that in meditation we are actually practicing this teaching. We're not thinking about it or arguing about it. We're actually practicing it as if it were true, and then we discover that it is true. Der einzige Unterschied ist, dass wir bei der Meditation nicht darüber diskutieren oder nachdenken, sondern das einüben, als ob es wahr wäre und dann auch merken, dass es wahr ist. And we begin to realize that our relationship with ourself is healing and growing. Und dann merken wir, dass unsere Beziehung zu uns selbst heilt und auch wächst. We become less judgmental, less negative. Wir werden weniger negativ und selbst verurteilend Towards ourselves. über uns. And even if we don't notice it, other people will. Und selbst wenn wir das nicht merken, werden das andere Menschen merken. Because we will be becoming less judgmental and negative towards them. Weil wir weniger verurteilend und negativ über sie sprechen werden. Like somebody who said to me, a young meditator the other day, that he said I had been was meditating twice a day for about 2 weeks. And my wife said to me, Jim, you definitely have to keep meditating. Hat ein junger Meditierender erzählt, dass er 2 Wochen lang zweimal am Tag meditiert hat und seine Frau hat ihm gesagt, Jim, du musst definitiv weiter meditieren. The Greek philosopher said that a friend is another oneself. Die griechischen Philosophen haben gesagt, ein Freund ist ein anderes Selbst. So if you're living closely, intimately with someone,
you see yourself in them and they see themselves in you. You are mirrors to each other. Wenn man also eng mit einer anderen Person zusammenlebt, dann sieht man sich im anderen und umgekehrt der andere in einem. And this is true of marriage, it's true of community as well. Das ist so in der Ehe, aber auch in der Gemeinschaft. And then we often see things about ourselves through others that we couldn't see just by looking at ourselves. Und dann können wir oft durch andere Dinge erkennen, die wir von uns aus alleine nicht erkennen hätten können. St. Elred of Rivo, who I mentioned this morning, has a deep insight into this. Der heilige Elred von Rivo, den heute Vormittag schon erwähnt hat, hat eine tiefe Einsicht in das. And he begins from a classical idea that only good people can be true friends. Und er beginnt also mit der klassischen Vorstellung, dass nur gute Menschen wahre Freunde sein können. So you can't have true friendship among a group of thieves. Man kann nicht wahre Freundschaft haben in einer Gruppe von Dieben. They will collaborate and they will have a kind of functional friendship, but not a deep friendship. Die werden also zusammenarbeiten und so eine Art funktionale Freundschaft haben, aber keine tiefe Freundschaft. And he says, since true friendship can only be based on true love, Und da also echte Freundschaft nur auf wahrer Liebe gründen kann, there can be no mixture of corrupt motives. da kann also keine Mischung von korrupten, von schlechten Motiven Now da remember, sein. we're talking about the highest flowering of friendship. Wir sprechen also da über die edelste Blume der Freundschaft. And friendship, both with ourselves and with others, is a living thing. Und Freundschaft sowohl mit uns selbst wie auch mit anderen ist etwas Lebendiges. But he says friendship cannot exist among the wicked. Aber Freundschaft, sagt er, kann es nicht geben zwischen den Übeltätern. It can begin among the good. Es kann beginnen in dieser Gruppe. Or let's say in that part of us which is good. Es kann nur dort beginnen, in dem Teil von uns, der gut ist. Then it progresses among the better, and Dann- it is consummated among the perfect. Also dann macht es Fortschritt unter den Besseren und es kommt zur Vollendung unter den Vollendeten. So, friendship takes time. Also braucht die Freundschaft Zeit. And think of how many friendships in your life already have gone through some of these stages. Und ihr könnt darüber nachdenken, wie viele Freundschaften in eurem Leben schon durch diese Stufen gegangen sind. In order to start the process, in order to begin from the good in ourselves, we have to know the fountain from which friendship springs. We have to know that source within ourselves from which any kind of friendship begins. Und damit eine Freundschaft sich zum Guten entwickeln kann, müssen wir die Quelle kennen, aus der eine Freundschaft entspringt, jede Freundschaft. In other words, we have to know our own essential goodness. Wir müssen also unsere eigene wesensmäßige Güte kennen. What if you grew up in an environment in which you were never really made aware of your own goodness? Was, wenn wir aufgewachsen sind in einer Umgebung, wo uns niemand jemals aufmerksam gemacht hat auf unser wesentliches Gutsein? If the adults responsible for you as a child were incapable of
showing you how good you were. Wo die Erwachsenen, die uns durch die Kindheit geleitet haben, unfähig waren, uns zu zeigen, wie gut wir sind. Our whole ethical system, our sense of what is right, our sense of doing good, must flow from this experience of a knowledge of our own essential goodness. Unsere gesamte Erfahrung, das Richtige zu tun, das Gute zu tun, muss herausfließen aus unserer eigenen Erfahrung, unserer wesensmäßigen Güte, unseres Gutseins. And this is not only psychological, it's also political. Das ist nicht nur psychologisch, sondern auch politisch. I was giving some talks once in Asia, and there were two Asian students sitting at the back, separate from the other students, and they came up to me afterwards. Also ich habe einmal einen Vortrag in Asien gehalten und da waren zwei Studenten, die ganz hinten getrennt von den anderen Studenten gesessen sind und nachher zu mir gekommen sind. And they came from North Korea. Sie kamen von Nordkorea They were there on a scholarship. und sie hatten ein Stipendium. And they said, we were listening to you speak about meditation and we were interested, but we really didn't understand anything you were talking about. Und sie sagten, wir haben jetzt zugehört, was sie über Meditation gesagt haben und das hat uns auch interessiert, aber wir haben überhaupt nichts von dem verstanden, was sie gesagt haben. So the whole sort of language and the whole conceptual structure that we would be familiar with to talk about meditation, they had it was a foreign, extra-galactic language for them. Die ganze Sprache und die ganze Begriffsstruktur, die wir verwendet haben, um über Meditation zu sprechen, war so wie von einer anderen Galaxie für sie. But then they said, until you said one thing, and that really caught our attention. Das war so lange, bis sie eine Sache gesagt haben, die uns wirklich beeindruckt hat. When you spoke about discovering that we are essentially good. Als sie darüber gesprochen haben, dass wir entdecken können, dass wir im Wesen gut sind. Now, we've all heard this a thousand times, and Wir haben das alle 1000-mal schon gehört. goes in one ear and out the other. Geht in einem Ohr hinein, im anderen heraus. God looked at what he had created and saw that it was very good. Gott sah, was er geschaffen hat und sah, dass es gut war. God loved us so much that he sent his only son into the world. Gott liebte uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn in die Welt geschickt hat. So we've heard all this many times. Das haben wir alles immer wieder gehört. But these people had never before encountered the idea that we are that the human being is essentially good. Aber diese Menschen sind nie zuvor mit der Vorstellung zusammengekommen, dass Menschen im Kern gut sind. And it was explosive for them. Und es hat sozusagen explodiert in ihnen. As it is explosive for us, not as an idea, but when we actually begin to experience it. Und genauso explosiv ist es für uns, nicht wenn wir darüber nachdenken, sondern wenn wir beginnen, es zu erfahren. Simone Weil said that we have to transcend our own personality in order to find our true self. Simone Weil, das war eine Mystikerin im 20. Jahrhundert, sagte, wir müssen über unsere eigene Persönlichkeit hinausgehen, um unser wahres Selbst zu finden. And she sees this in two ways. Partly as the pain of separating ourselves from
the power of illusion and fantasy. Und sie sieht das also auf zweifache Weise. Zum Teil besteht es darin, dass man auf schmerzliche Weise sich trennt von der Illusion, dass man ein abgetrenntes Wesen ist. And we all know from every time we meditate how difficult that is. Wir wissen alle von jeder Meditationsperiode, wie schwierig das ist. The power of imagination, of daydreaming, of fear, of fantasy is so powerful. Wir stellen fest, dass die Vorstellungskraft, die Tagträume, unsere Ängste so machtvoll sind. But that is the work of attention, pure attention, simple attention, gradually frees us from this power of illusion. Aber darin besteht die Arbeit der Achtsamkeit, dass die reine Achtsamkeit, die tiefe Achtsamkeit uns allmählich befreit von der Macht der Illusion. But that is our daily work. Das ist unsere tägliche Arbeit. Sometimes it's easy work, sometimes it's hard work. Manchmal fällt sie uns leicht und manchmal ist es schwere Arbeit. We all have good days and bad days. Wir haben alle gute und schlechte Tage. But she says also, Simone Weil, that there is another force that allows us to transcend our limited ego personality and to find our true self. Aber Simone Weil sagt auch, dass es eine andere Kraft gibt, die es uns möglich macht, unser begrenztes Selbst zu überschreiten und unser wahres Selbst zu finden. And this is the power of beauty. Und das ist die Macht der Schönheit. And she says beauty is the supreme mystery of the world. Und sie sagt, Schönheit ist das tiefste Geheimnis des Lebens. She says it is a gleam. You know, gleam? A gleam? Gleam. Ja, es ist Like der a Glanz. glimmer, Ja, ist der Glanz. Oh, okay. It is a gleam that attracts our attention. Es ist der Glanz, der unsere Aufmerksamkeit anzieht. So you see something beautiful, you notice it. It attracts your attention. Wenn wir etwas Schönes sehen, dann zieht es unsere Aufmerksamkeit an sich. Beautiful building, a beautiful sunset, a beautiful face, a beautiful piece of music. Ein schönes Gebäude, ein schöner Sonnenuntergang, ein schönes Gesicht, ein schönes Stück Musik. Somewhere she says that beauty is the smile of Christ extending through the universe, through the material universe. Irgendwo sagt sie, die Schönheit ist das Lächeln Christi, das sich durch das Universum zieht. Here she describes the way that we see beauty, it attracts our attention, and yet it does nothing to sustain our attention. It doesn't use any force to hold our attention. Sie sagt, dass Schönheit unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber nichts tut, um unsere Aufmerksamkeit auch festzuhalten. So it's different from something attractive, usually physically or sexually attractive in advertising, which is meant to attract our attention but also hold our attention. Das unterscheidet sich also von der Attraktion in der Werbung, ob sie jetzt sexuell ist oder anders, die dazu da ist, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und auch festzuhalten. And of course, to engage our fantasy. Und die auch unsere Vorstellungskraft mit einbezieht. So, if we call that beauty, it's not really beauty. It's not true beauty. Wenn wir das also Schönheit nennen, dann ist es nicht diese wahre Schönheit. It's really false beauty.
Das ist sozusagen eine falsche Schönheit. a false friend. Es gibt ja auch falsche Freunde. But true beauty attracts our attention but doesn't try to seduce us. Wahre oder echte Schönheit zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich, aber versucht nicht, uns zu verführen. She says, it feeds only that part of the soul that is capable of gazing. Sie sagt, es nährt nur den Teil der Seele, der fähig ist zu betrachten. So there's a difference between, did we talk about this last night? Ja, There's a difference between gazing and looking at. das haben wir gestern schon gehabt. Es ist ein Unterschied zwischen Betrachten und einem schnellen Blick auf etwas richten. And I think you know, if you're sitting on the train and then you suddenly notice that somebody's staring at you, your first thought is, why are they looking at me? Wenn man zum Beispiel im Zug sitzt und plötzlich merkt, dass jemand einen anstarrt, dann denkt man sich natürlich, warum schauen sie mich so an? And in that moment, you will feel whether you are being gazed at with love or as something beautiful, or whether you are being looked at in some objective or dangerous way. Und in dem Augenblick werden wir spüren, ob wir betrachtet werden als etwas Gutes und Wertvolles oder ob wir angeschaut werden, um uns auszunutzen in irgendeiner Weise, die auch gefährlich sein könnte. And then she says, when we notice true beauty, Und dann sagt sie, wenn wir wahre Schönheit bemerken, we know there is nothing in it to be desired. dann gibt es nichts an ihr, auf die wir unsere Wünsche richten können. Because we don't want it to change. Denn wir möchten nicht, dass sie sich ändert. So if you're looking at a beautiful painting, you don't I mean, a great painting, you don't look at it and say, I would change that. Wenn wir zum Beispiel ein schönes Gemälde anschauen, dann schauen wir nicht hin und sagen, ich würde es an der Stelle ändern. We gaze at it, we take delight in it, Wir betrachten es, wir freuen uns daran we accept it for what it is. und wir nehmen es hin als das, was es ist. And this is true of friendship. Und so verhält es sich auch bei der Freundschaft. We see the goodness in ourselves and in others. Wir sehen die Güte in uns selbst und auch in anderen. We take delight in that goodness. It Wir surprises freuen- us. Wir freuen uns an dieser Güte It always surprises us. und sie überrascht uns. And we don't want to control it or to possess it. Und wir wollen sie nicht beherrschen oder besitzen. But this is the mystery of the human mind, I suppose, is that there is some desire whenever we encounter this beauty. Und das ist also die Geschichte des menschlichen Geistes, dass es immer eine Art von Wunsch oder Sehnsucht gibt, wenn wir der Schönheit begegnen. But this desire, if it is there and we recognize it, if we continue to pay attention and to accept the other, then that desire is turned into love. Wenn wir aber diese Sehnsucht auf den Grund gehen und weiter auf den anderen achten, dann wird sich diese Sehnsucht in Liebe verwandeln. And then the relationship, the friendship, the love begins to expand. Und dann beginnt diese Beziehung und die Freundschaft sich auszuweiten. So, I'm trying to make a connection between the work of attention
that we do in saying the mantra. Ich versuche also jetzt eine Beziehung herzustellen zwischen dem Werk der Achtsamkeit, das wir vollbringen, wenn wir das Mantra sagen. Which brings us into a new friendship with ourselves. Die uns zu einer neuen Freundschaft mit uns selbst bringt. And then has an immediate influence upon all our relationships, our friendship with others. Und dann auch einen direkten Einfluss hat auf unsere Freundschaften und Beziehungen zu anderen. Now, let's just look finally at what happens in that moment of attention. Dann müssen wir zuletzt anschauen, was geschieht in diesem Moment der Achtsamkeit. It is selfless. Es ist selbstlos. Even when we see beauty, something enjoyable, we don't try to possess it. Sogar dann, wenn wir etwas Schönes erleben, dann versuchen wir nicht, es zu besitzen. And this is where growth then can happen. Und dadurch kann sich Wachstum vollziehen. So, let's put it in very practical terms. Um es ganz praktisch auszudrücken, I'm sitting meditating. wenn ich sitze und meditiere, My mind is very distracted and confused. mein Geist ist sehr zerstreut und verwirrt. And then I find that unexpectedly my mind is very clear. I have no thoughts. Und dann kann es mir passieren, dass ganz unerwartet mein Geist ganz still wird und keine Gedanken mich bestürmen. And this isn't as impossible or as rare as people think. Das ist gar nicht so unmöglich oder selten, wie Menschen glauben. As I said, if you give yourself 2 or 3 days of real silence, and you will discover that. Wenn wir uns 2 oder 3 Tage von echtem Schweigen gönnen, dann werden wir das merken. So you're saying the mantra, and you also notice that your mind is clear and beautifully quiet. Wir können also das Mantra sagen und gleichzeitig bemerken, dass unser Geist ganz klar ist und ruhig. So you say, oh, Und wir können also dann sagen, oh, they were right. die hatten recht. I have no thoughts. Ich habe keine Gedanken. I don't need to say this mantra anymore. Ich muss dieses Mantra nicht mehr länger sagen. I've got it. I can take it back with me. Ich habe es erreicht. Ich kann es einstecken und mit nach Hause nehmen. And so immediately desire comes in at this moment of love, this moment of clarity. Also direkt in diesem Augenblick der Liebe und der Klarheit stellt sich wieder ein neuer Wunsch ein. So there is a kind of choice, but it should be an informed choice. Also wir haben da eine gewisse Wahl, aber wir sollten doch wissen, welche Wahl wir treffen. Either we try to possess what we have found, Entweder wir versuchen festzuhalten, was wir gefunden haben, or we enjoy it by letting it go. oder wir freuen uns daran, indem wir es loslassen. And that's why we continue to say the mantra. Und deshalb sagen wir weiter das Mantra. But this is a moment of growth for us. Aber das ist ein Moment des Wachstums für uns. So we'll find that we will be saying the mantra more gently, more subtly, more peacefully. Wir werden dann finden, dass wir das Mantra behutsamer sprechen, subtiler und friedlicher. So if we understand meditation in its deepest and simplest sense, Wenn wir also die Meditation in ihrem tiefsten und einfachsten Sinne verstehen, the mantra is like a little
what did a little lever? Da ist das Mantra so wie ein kleiner Hebel. What did Archimedes say? Also Archimedes said, Give sagte? me a lever. Was it lever? No, give me a point. No. Gib mir einen Punkt, yeah, of course. No. Ich heb dir die Welt auf den Angel. Not a punt. Wird aber- Give me a lever. Well, in English it's give me a lever. Was? Ein Hebel. Ein Hebel, ja, aber er sagt nicht, gib mir einen Hebel. What is it? What's How you does put? it go on? How does he say? Give me a lever and I will move the world. You need a fixed Well, I know you need a fixed point. Yes. He said, give me a point, because... No, he didn't say give me a point. Well, all right. Not. He was speaking English. We know he was speaking Just like God was. Anyway, you get the idea. Also es ging jedenfalls Give me a darum, lever. dass er mit einem Hebel die Welt aus den Angeln geben. Give me a lever and I will move. So the mantra is a fixed point. It's true, but it's a lever that moves this huge weight. But it's one small little thing that moves the whole. Also das Mantra ist tatsächlich ein fester Punkt, aber das ist eben ein Hebel, der diese ungeheure Kraft bewirkt. So let me read you a short paragraph to finish from Elrod's book on spiritual friendship, and I hope even with our one day together we may have a little experience of this as a little community. Und also ich will jetzt noch abschließend eine letzte Passage aus diesem Buch vorlesen und hoffe, dass auch dieser eine Tag, den wir zusammen haben, eine Erfahrung der spirituellen Gemeinschaft vermittelt. He says it is difficult to find this perfection with everyone in this present life. Er sagt, es ist schwierig, diese Vollendung mit allen im gegenwärtigen Leben zu finden. But he says there are good days. Aber er sagt, es gibt doch gute Tage. The day before yesterday, Also vorgestern, as I was walking around the cloister of the monastery, als ich im Kreuzgang des Klosters gegangen bin, the brethren were sitting around, forming as it were a most loving crown. da saßen die Mitbrüder und bildeten eine Krone. It's easy for you to read it in translation. All right, thank you. Also vorgestern, als ich durch den Kreuzgang unseres Klosters ging, saßen die Brüder im Kreis und bildeten so etwas wie eine liebevolle Krone. In der Mitte stellte sich dar, als ob die Freuden des Paradieses mit Blättern, Blumen und Früchten jedes einzelnen Baumes da wären. Und ich staunte. In dieser Menge von Brüdern fand ich keinen, den ich nicht liebte, und keinen, für den ich nicht sicher war, dass er mich auch liebte. Ich war von solcher Freude erfüllt, dass es alle Freuden dieser Welt überstieg. Ich spürte tatsächlich, dass mein Geist überschwemmt war von dieser übergroßen Liebe, und dass alle die sich in mich hineinsenkte, sodass ich mit dem Propheten sagen konnte: Sieh, wie gut und wie schön es ist für Brüder, zusammen in Einheit zu wohnen. Thank you. So, a little romantic, but it gives us this glance, this glimpse of our potential. Also das ist ein bisschen romantisch, aber es gibt uns eine Ahnung von unserem Potenzial.